Legendärer SpaceX-Booster bricht sich die Beine. Ship 28 zeigt die Funktion der Nutzlastklappe für Starlink-Starts. Doppelfeuertest von Ship 28 und Booster 10 vor drittem Starship-Flugtest. Elon Musk denkt nicht an Starlink-Börsengang. Falcon Heavy startet geheime Weltraumgleitermission X-37B der US Space Force. Die NASA will mit einem Cryobot die Eisdecken von Jupitermond, Europa und Saturnmond Enceladus durchbohren. Japans Slim-Sonde jetzt in Mondumlaufbahn und kurz vor Landung. Starttermin für japanische H3-Rakete nach dem Fehlstart. Rocket Lab erhält $1,5 Milliarden von US-Militär und chinesische Raketen sorgen bei Start- und Bruchlandung für Social-Media-Feuerwerk. Ja, und der NASA ist ein technologischer Durchbruch bei der Antriebstechnologie für Mond und Mars gelungen. Das und noch viel mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Booster 10 ist immer noch auf dem Starttisch und nach einigen Tankfarm-Aktivitäten in der vergangenen Woche war es zu erwarten, dass Booster 10 zum ersten Mal Feuer sieht. Er wurde bisher bereits 5-mal Cryotests unterzogen. Ship 28 hatte ja schon letzte Woche einen ersten statischen Feuertest überstanden. Am Freitag dann am späten Nachmittag mitteleuropäischer Zeit war es dann soweit. Ship 28 und Booster 10 wurden beide kurz hintereinander feurig getestet. NASA Spaceflight wie immer war gut informiert und hatte natürlich wie immer einen passenden Livestream online. Großer Shoutout an die NSF-Crew. Wie SpaceX nach dem Test bekannt gab, war es an Ship 28 ein einzelner Start und Raptor-Test, wie er bei einer Zündung im Weltraum notwendig wäre. Etwa 70 Minuten später wurde dann auch Booster 10 gefeuert. Laut Elon Musk waren alle 33 Raptor-Triebwerke an. Die Brenndauer war mit etwa 10 Sekunden auch signifikant höher als bei dem Static-Fire-Test von Booster 9. Hier wird man bei SpaceX anscheinend mutiger. Ja, unfassbar, wie schnell SpaceX hier in der Testkampagne vorankommt. Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, wie viel Testdaten und Erfahrung SpaceX bei diesen Tests sammelt. 34 Großtriebwerke getestet und das an einem einzelnen Tag. So viele Triebwerke testen andere nicht in einem Jahr. Würde SpaceX jetzt so vorgehen wie bisher, würden Booster und Ship für finale Checks nochmal in die High- und Mega Bay am Bauplatz kommen. Aber wer weiß, vielleicht ist SpaceX ja jetzt schon so zufrieden mit den Resultaten, dass wir als nächstes Test der gesamten integrierten Rakete sehen. Bei SpaceX weiß man ja nie. Wahrscheinlicher Kandidat für einen vierten Flug zusammen mit Booster 11 ist Ship 29, das bereits 3 Cryotests gesehen hat. Während an Booster 10 bereits seit Sommer 2022 gebaut wird, sind Booster 11 und Booster 12 erst 2023 auf der Starbase-Bühne erschienen. Booster 12 sogar erst diesen Sommer. Gut möglich, dass in ihnen dann auch Lektionen und Verbesserungen aus dem ersten voll integrierten Flugtest am 20. April eingeflossen sind. Booster 12 wiederum ist ein gutes Stichwort. Er wurde am Ende der Woche zum Testgelände in Macy's gebracht. Noch ohne Triebwerke wird er hier vermutlich seinen ersten Cryotest durchlaufen. Wie ich finde, auch sehr interessant, Ship 28, das aktuell für den dritten Flugtest vorbereitet wird, ist ja auch der erste Prototyp, der über eine funktionierende Nutzlastklappe verfügt. Wunderschön eingefangen hier von Y-Fotograf John. Was meinst denn du? Wird SpaceX auf dem dritten Flug Starlink V3-Satelliten mitnehmen? Schreib mir und den anderen doch gern in den Kommentaren. Apropos Starlink, ich hatte ja über den Start von Starlink-Testsatelliten mit Direct-to-Cell-Funktionalität berichtet, also direkt aufs Handy. Von diesen Satelliten mit großflächiger Phased-Array-Antenne ist vermutlich ein erstes Foto aufgetaucht. Das zeige ich euch hier. Ja, für Menschen, die sich mit den Dimensionen und dem Markt für Satelliteninternet beschäftigen, ist immer wieder Thema, geht Starlink an die Börse? Und wenn ja, wann? Dieses Jahr hatte Elon Musk mitgeteilt, dass Starlink nun über einen positiven Cashflow verfügt, also erstmals mehr einnimmt, als es ausgibt. In einem Interview mit Investorin Cathie Woods hat Elon Musk betont, dass ein Börsengang von SpaceX nicht sehr bald ansteht. SpaceX hätte keine Probleme, an Kapital zu kommen und die Nachteile eines börsengehandelten Unternehmens wolle man sich nicht aussetzen. Bei SpaceX würden sie null über Quartalszahlen oder die Bewertung der Firma nachdenken, sich über Quartalszahlen Gedanken machen, weil man dem öffentlichen Druck Rechnung tragen muss, könne dazu führen, dass man ineffizient handelt. Weiter stimmte Elon Musk Cathie Woods zu, dass SpaceX so viel größere Risiken eingehen kann als zum Beispiel das börsengehandelte Tesla. Elon Musk ist dafür bekannt, in seinen Unternehmen gern maximalen Risikoeinsatz zu fahren. Apropos Risikoeinsatz, einem kalkulierten Risiko war Rekordbooster 1058 ausgesetzt. Der Falcon 9 Booster, der ja nach der Außerdienststellung des Space Shuttles die USA wieder zu einer raumfahrenden Nation gemacht hat. Die Periode der Soyuz-Flüge gilt ja in der amerikanischen Community als Zeit der Schande. Ja, und ausgerechnet dieser Booster, der musste nun dran glauben. Was aktuell, na klar, zu einer sehr emotionalen Diskussion in der US-Community führt. Aber erst einmal zum Verlust. Die Landung nach dem 19. Flug auf Just Read the Instructions
die war noch erfolgreich gewesen, auch wenn man eventuell schon ein leichtes Schiefliegen oder eine leichte Schräglage im Livestream nach der Landung erkennen konnte. Wie der SpaceX-Vizepräsident für Starts Kiko Donchev auf X schrieb, kann es zu kippenden Boostern bei bestimmten Landebedingungen kommen. Bei ungleichmäßiger Belastung der Beine, während die plastisch verformenden Crush-Cores dann ungleichmäßig eingedrückt werden, steht der Booster nach der Landung dann schief. Starker Wind oder Seegang können dann dazu führen, dass der Booster wippt und rutscht, was dann wiederum zu einer noch schlechteren Beinbelastung führen kann. Ja, in diesem Zustand ist das Sichern mit dem Octograbber, also dem Roboter, der nach der Landung die Booster sichert, sehr schwierig und oft nur teilweise erfolgreich. Während des Erstflugs von Booster 1069 am 21. Dezember 2021 gab es so einen stark kippenden Booster. Also der hatte genau dieses Verhalten gezeigt. Der Booster, der konnte damals gesichert werden und tatsächlich ist er, während ich das Skript schreibe, schon zum 12. Mal geflogen und gelandet. Trotzdem hat SpaceX dann nach diesem Zwischenfall Ende 21 ein selbstregelndes System entwickelt, das die Beinlast reduziert. Der Großteil der SpaceX Boosterflotte ist mit diesem System ausgestattet. Booster 1058 hingegen hatte wegen seines hohen Alters noch seine Originalbeine. Wie Kiko Donchev weiter schreibt, konnte Booster 1058 wegen der Schräglage nur teilweise gesichert werden und als das Droneship dann in starken Wind und Seegang geriet, fiel der Booster nur 100 Meilen vom sicheren Hafen um. Ja, in der amerikanischen Community, da wünschen sich jetzt viele, dass dieser Booster trotzdem in einem Museum ausgestellt wird. Keine direkte SpaceX-News, aber hier gerade passend. Das chinesische Raketen-Startup Deep Blue Aerospace hat Bilder eines Tests zur Entfaltung der Beine ihrer Nebula 1 Rakete veröffentlicht. Das Unternehmen plant suborbitale und orbitale Starts mit Bergung in 2024. Nicht nur Booster 1069 ist am Freitag gestartet, sondern auch der lang erwartete Falcon Heavy Start mit dem geheimen von Boeing gebauten Weltraumgleiter X-37B der US Space Force. Es war der erste Start mit einer Falcon Heavy für dieses Raumfahrzeug übrigens. Bisher hatte man 5 Flüge mit der Atlas V und einen Flug mit einer Falcon 9 durchgeführt. Der jetzt durchgeführte Space Force Startauftrag war der erste, den die Falcon Heavy mit einem Preis von $130 Millionen gegen die Delta IV Heavy gewonnen hatte. Das war dann der letzte Sargnagel für die mit grob $400 Millionen extrem teure Delta IV Heavy, die nun im März ihren letzten Flug absolvieren wird. Aber zurück zu X-37B. Die Space Force, die hat 2 dieser Raumfahrzeuge. Mit über 900 Tagen können die extrem lang im Weltraum operieren und dann mittels keramischem Hitzeschild und Gleitflügeln zur Erde zurückkehren. Auf der aktuellen Mission befindet sich unter anderem auch eine NASA-Nutzlast, bei der Pflanzensamen der Strahlenumgebung des Weltraums ausgesetzt werden sollen. Der knapp 9 Meter lange Raumgleiter soll aber eine ganze Reihe von Tests durchführen. Mein Bild der Woche kommt von Hubble. Pünktlich am ersten Weihnachtsfeiertag wurde auf der ESA-Seite des Hubbles ein inspirierendes Bild dieses Weltraumteleskops veröffentlicht. Klar, da sieht man Galaxien wie unsere Milchstraße mit jeweils Milliarden von Sternen und vermutlich noch viel, viel mehr Planeten. Nicht zuletzt spannend an diesem Bild, durch die 2D-Darstellung entsteht der Eindruck, dass die Galaxien sehr dicht beieinander sind. Tatsächlich befinden sich aber Hunderte von Millionen Lichtjahren zwischen den Galaxien. So beträgt beispielsweise die Distanz zwischen der Erde und der Galaxie auf der linken Seite 500 bis 600 Millionen Lichtjahre, während die Galaxie in der Mitte von der Erde 800 bis 900 Millionen Lichtjahre entfernt ist. Zwischen den beiden Galaxien befindet sich also ein riesiger Abstand von etwa 300 Millionen Lichtjahren. Und Geschwindigkeit ist die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Sponsor NordVPN. Dank der leistungsfähigen NordVPN-Server kannst du ein reibungsfreies 4K-Streaming-Erlebnis auch ohne lästige Pufferung oder Qualitätsverluste genießen. Mit NordVPN kannst du deine Daten in öffentlichen Netzwerken schützen, deine IP-Adresse verschleiern oder kinderleicht nach Belieben in andere Regionen verschieben. Und das ohne, dass Menschen mit potenziell bösen Absichten persönliche Daten abgreifen oder dein Netzanbieter dein Surfverhalten tracken kann. Und seien wir mal ehrlich, wenn die Performance an einem VPN-Tunnel mich daran hindert, auf die gewünschten Inhalte wie gewohnt zuzugreifen, dann ist Sicherheit hin oder her, im Zweifelsfall eher der VPN aus, als dass ich lange Wartezeiten in Kauf nehme. Ob du wie ich von unterwegs Livestreamen oder große Rohdateien in 4K verschieben musst oder sensible Daten schützen möchtest, mit NordVPN surfst du raketenschnell anonym im Internet, sodass deine Identität und dein Standort geheim bleiben und du trotzdem eine performante Verbindung genießen kannst. Ja, und das auf bis zu 6 Geräten mit einem einzigen Konto. Mit meinem Link nordvpn.com/nordstarter erhältst du 4 Monate extra auf einen 2-Jahresplan von NordVPN. Exklusiv und zeitlich begrenzt kommt bis zum 9. Januar ein Amazon-Gutschein im Wert von bis zu 30 € dazu. Link ist auch unter dem Video. Ich freue mich natürlich, wenn Raumfahrt direkt für Nutzen auf der Erde sorgt. Das ist ja die Lieblingsbegründung von Politikern und Agenturen. Ich kenne aber in meinem Umfeld eigentlich keinen Kritiker, der solchen Begründungen folgend zu einem Fan der Raumfahrt geworden ist.
Viel eher kenne ich da unzählige Erweckungsmomente, wo ein Start, eine Landung oder eine Entdeckung jemanden sprichwörtlich das Gehirn hat platzen lassen und dann wurde die Person zu einem Weltraumfan. Da schaue ich besonders auf Missionen, die das Zeug haben, einer breiten Masse das Gehirn zu mobilisieren. Ganz oben auf meiner Liste die Entdeckung von extraterrestrischem Leben. Eben dazu stellt euch mal vor, wir würden unter die Eisdecke fremder Monde blicken. Ja, genau das plant die NASA mit ihrem Cryobot-Projekt. Die NASA plant tatsächlich einmal mit einer Eisbohrmaschine das Eis des Jupitermonds Europa oder des Saturnmonds Enceladus zu durchbohren und dort dann nach Leben zu suchen. Abgesehen von der technischen Brillanz, die so eine Mission erforderlich macht, bin ich mir sicher, die ganze Menschheit und unser Blick zu den Sternen wird sich für immer verändern, wenn wir tatsächlich mal extraterrestrisches Leben entdecken. Auf der chinesischen Tiangong-Raumstation gab es diese Woche den ersten Weltraumspaziergang der Shenzhou 17 Langzeitbesatzung. Ziel waren Reparaturen und Wartungsarbeiten an den Solarpanelen. Ja, die chinesische Station, die könnte 2024 ja noch weiter Schlagzeilen machen. Erstens wird ein weiterer Ausbau erwartet und, wie offiziell mitgeteilt wurde, befindet sich das Verfahren zur Auswahl der ersten internationalen Astronauten, die die Tiangong-Raumstation besuchen sollen, im Gange. Bisher hat China nur eigene Staatsbürger ins All befördert, 2023 tatsächlich den ersten Zivilisten. Es gab auch eine Zeit, in der die ESA-Astronauten Matthias Maurer und Samantha Cristoforetti in China trainiert haben. Das Programm wurde aber, soweit ich weiß, auf amerikanischen Druck hin beendet. Also das Wort Druck ist natürlich relativ. Vermutlich war es eher ein, deutlicher Hinweis, dass Astronauten, die mit Chinesen fliegen, leider nicht mehr zur ISS oder mit zum Mond fliegen dürfen. Wenn wir bei ESA-Astronauten sind, da ist noch eine Korrektur zur letzten Woche fällig. Ich hatte fälschlicherweise gesagt, Alexander Gerst sei Leiter des Astronautentrainings. Astro Alex ist aber Leiter des ESA-Astronauten-Departments. Die Leitung des Astronautentrainings bei der ESA liegt bei Dr. Rüdiger Seine. Ich bitte den Fehler zu entschuldigen. Alexander Gerst, der war zweimal auf der ISS. Die Module für die kommerzielle Axiom-Station, die sollen ja vor dem Abdocken an der ISS zusammengebaut werden. Ja, und die baut Thales Alenia in Italien. Hier wurden diese Woche neue Bilder veröffentlicht. Das ist für mich immer ein ganz besonderer Moment, wenn es eben nicht nur schöne Renderings gibt, sondern eben auch an Hardware gebaut wird. Von wegen schöne Renderings, das Interior Design für die Axiom-Station, das kommt übrigens von der Design-Ikone Philippe Starck. Hier gehen Grüße raus an meinen Kunstlehrer Rüdiger Nowak. Ja, wird auch höchste Zeit, dass da ein bisschen ins Interior Design investiert wird, denn ich muss sagen, ich habe mich an den ISS-Bildern oder den ISS-Innenaufnahmen ein bisschen satt gesehen. Japans SLIM-Mission erreicht erfolgreich die Mondumlaufbahn und bereitet sich nun auf eine präzise Mondlandung vor. Japans Raumfahrtbehörde JAXA hat erfolgreich ihre SLIM-Mondsonde in eine Umlaufbahn um den Mond gebracht. SLIM trat am 25. Dezember in eine polare Mondumlaufbahn ein, die von 600 bis 4000 Kilometern reicht. Das Ziel ist eine präzise Landung am 19. Januar in der Nähe des Scioli-Kraters. SLIM wurde am 6. September mit einer H-2A-Rakete gestartet und absolvierte eine Reihe von Manövern, um den Mond zu erreichen. Die Sonde, die wird ihre Umlaufbahn allmählich absenken und am 19. Januar dann auf dem Mond landen. Wobei sie innerhalb von 100 Metern ihres Zielpunkts landen soll, also eine hochpräzise Landung. Mit dieser Mission könnte Japan tatsächlich zum 5. Land werden, dem erfolgreich eine weiche Landung auf dem Mond gelingt. SLIM trägt auch 2 kleinere innovative Rover, LEV-1, der sich durch Hüpfen fortbewegt, und LEV-2, ein baseballgroßer, kugelförmiger Rover. Wenn wir schon beim Thema japanische Raumfahrt sind, die japanische Raumfahrtagentur JAXA hat einen neuen Starttermin für ihre H3-Rakete angekündigt. Nachdem der erste Versuch im März 2023 scheiterte, ist der nächste Start für Mitte Februar geplant. Genauer gesagt soll es am 14. Februar bzw. 15. Februar ist es dann schon japanische Zeit vom Tanegashima Space Center aus losgehen. Die JAXA hat ähnlich zur ESA beim Ariane 5 Erststart aus dem Fehlschlag gelernt. Im Gegensatz zum ersten Start, bei dem der Erdbeobachtungssatellit ALOS 3 zerstört wurde, wird der nächste Start nur eine Testnutzlast mitführen. Rocket Lab hat ja gerade seinen regulären Flugbetrieb wieder aufgenommen, nachdem auch für die Neuseeländer ein Fehlstart für eine Unterbrechung und den Verlust einer Kundennutzlast geführt hatte. Wie SpaceNews.com berichtet, hat Rocket Lab jetzt einen Vertrag über eine halbe Milliarde US-Dollar für den Bau von 18 Satelliten für das US-Militär erhalten. Der Vertrag, der umfasst das Design, die Herstellung, die Lieferung und interessanterweise auch den Betrieb der Satelliten. Aber nicht nur für das Militär hat das ursprünglich neuseeländische Unternehmen Rocket Lab Aufträge. Aktuell sieht es ja so aus, dass das viel kleine Rocket Lab vor SpaceX etwas am Mars hat. Denn die beiden Zwillingssonden der NASA-Mission Escapade, die auf dem Erstflug der New Glenn-Rakete von Blue Origin starten sollen, baut Rocket Lab. Von dem Zusammenbau im Rheinraum gab es jetzt diese Woche Fotos.
Weiter zur NASA. Dem Marshall Space Flight Center der NASA ist sehr wahrscheinlich ein bedeutender Durchbruch in der Raketenantriebstechnologie gelungen. Hier ein Video eines Tests eines Rotations-Detonationsraketentriebwerks. Der Test ging laut NASA über 4 Minuten und soll über 2,6 Tonnen Schub erzeugt haben. Das ist so die NASA ein entscheidender Schritt in der Entwicklung effizienterer Antriebssysteme für Mond- und Mars-Missionen. Während chemische Raketentriebwerke in der Brennkammer eher gemächlich verbrennen, wird bei Rotations-Detonationstriebwerken mithilfe einer Schockwelle in einem Ringspalt kontinuierlich bei extrem hohen Drücken verdichtet, was die Treibstoffeffizienz, so zumindest die Theorie, enorm steigern sollte. Ich habe mir einen Rotations-Detonationsprüfstand an der TU Berlin angesehen und erklären lassen. Eines der Videos, die euch erwarten, wenn die überarbeiteten Technik-Episoden endlich wieder losgehen. Freut euch schon mal drauf. Ja, der Neustart der Senkrechtstarter Technik-Episoden, der fällt ins nächste Jahr. In der letzten Woche des Jahres 2023 sind aber folgende Raketen gestartet. Am Sonntag, den 24. Dezember von der Vandenberg Space Force Base, die Radarsatelliten der Bundeswehr SARA 2 und 3. Am Montag, den 25. Dezember von Jiuquan, dem Satellitenzentrum in China, sehr krasse Aufnahmen des Starts einer Kuaizhou 1A mittels Drohne. An Bord befanden sich 4 Tianmu-Wetterbeobachtungssatelliten. Auch am Montag, den 25. Dezember, ein Seestart einer Langmarsch 11. An Bord befand sich ein Xi'an-Technologieerprobungssatellit. Am Dienstag, den 26. Dezember, ist vom Xicheng-Satellitenstartzentrum in China eine Langermarsch 3B gestartet. An Bord befanden sich 2 Baidu-Navigationssatelliten. Auch hier gab es spektakuläre, aber leider vor allem besorgniserregende Bilder. Die Erststufe landete in der Nähe von Häusern. Neben dem Einschlag und der Explosion ebenso besorgniserregend die orangene Wolke. Charakteristisch für die eingesetzten hypergolischen Treibstoffe aller Langmarsch 1-4 Raketen. Ja, krebserregend und giftig. Besser nicht nach Souvenirs suchen. Am Mittwoch, den 27. Dezember, ein weiterer Kuaizhou 1A Start vom Jiuquan Satellitenstartzentrum. An Bord befanden sich 4 weitere Tianmu Wetterbeobachtungssatelliten. Auch am Mittwoch, den 27. Dezember, ist vom Plesetsk Kosmodrom in Russland eine Soyuz 2.1 mit einem Kosmos-Satelliten für das russische Militär gestartet. Am Freitag, den 29. Dezember, zuerst der besagte Falcon Heavy Start vom Kennedy Space Center und dann ein Falcon 9 Start nur wenige Kilometer weiter südlich von Cape Canaveral. An Bord befanden sich eine weitere Ladung Starlink Internetsatelliten. Den Wochenabschluss am Samstag, den 30. Dezember vom Jiuquan Satellitenstartzentrum macht dann eine Langermarsch 2C. Die Nutzlast ist mir leider nicht bekannt. Ja, China. Ab und zu schreiben mir beleidigte Zuschauer, ich solle doch nach Indien oder China auswandern. Aber mir gefällt sie eigentlich ganz gut in Deutschland. Nur beim Thema Raumfahrt sind halt andere ambitionierter. Wen das Thema chinesische Raumfahrt mehr interessiert, dem empfehle ich den Jahresrückblick auf die chinesische Raumfahrt von meinem Kumpel Adrian von NASA SpaceFlight. Den verlinke ich euch unter dem Video. Ein paar Eckdaten daraus. Von 66 chinesischen Starts waren 64 erfolgreich. Zum Vergleich vielleicht mal Gesamteuropa gab es die letzten beiden Ariane 5 Starts und einen Vega-Start, der ja auch eventuell der letzte gewesen sein könnte, da ja für den eigentlich letzten Flug die Tanks fehlen. Ja, hoffentlich legt Europa 2024 dann kommerziell mit den Raketen-Startups los. Auch da ist China schon weiter. Während 2021 87% der chinesischen Raketenstarts durch die staatlichen Langer-Marsch-Raketen erfolgten, waren es 2023 nur noch 70%. Wobei man bei der staatlichen Nähe der chinesischen Raketenfirmen natürlich vorsichtig sein muss. Euren Kommentaren entnehme ich, dass bei euch immer sehr gut die Konzepte ankommen, die eine nicht zu verleugnende Ähnlichkeit mit SpaceX-Hardware haben. Wie CN Spaceflight berichtet, hat das Startup Space Epoch umgerechnet etwa 25 Millionen Euro für die Entwicklung seiner wiederverwendbaren Edelstahl-Methan-Rakete eingesammelt. Da würde ich sagen, gibt es auch Ähnlichkeiten. Keine 200 Millionen Yen, umgerechnet 25 Millionen Euro, aber genug, um den Kanalbetrieb aufrecht zu erhalten, kommt von den Senkrechtstarter Schutzengeln. Vielen, vielen Dank für eure regelmäßige monetäre Unterstützung. Ja, wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Im Schnelldurchgang die Starts der kommenden Woche. Den Jahresauftakt, den macht am Montag, den 1. Januar, eine indische PSLV an Bord mit XPOSat, ein Röntgenobservatorium für die indische Raumfahrtagentur. Am Mittwoch, den 3. Januar, soll von der Vandenberg Space Force Base eine weitere Ladung Starlink Internetsatelliten starten. Gefolgt am gleichen Tag von Cape Canaveral, auch ein Falcon 9 Start mit dem schwedischen Ovzon 3 Kommunikationssatelliten. Und den Wochenabschluss dann am Freitag, den 5. Januar, ein Kuaizhou 1A Start vom Jiuquan Satellitenstartzentrum, vermutlich auch mit Tianmu Wetterbeobachtungssatelliten. Noch einmal zur Erinnerung, mit meinem Link nordvpn.com/nordstarter erhaltet ihr 4 Monate extra auf einen 2-Jahresplan von NordVPN. Exklusiv und zeitlich begrenzt kommt bis zum 9. Januar ein Amazon-Gutschein im Wert von bis zu 30 € dazu. Link ist auch unter dem Video.
Und das waren tatsächlich die letzten Senkrechtstarter-Raumfahrt-News des Jahres 2023. Ich hoffe, sie haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Das Jahr war völlig verrückt, aber ich kann dir versprechen, die nächsten Jahre werden nur noch krasser. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. #Apollo-Moment. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Jahr. Kommt gut rüber, immer schön senkrecht bleiben. Euer Mo. Stahl-Sandwich. Bevor wir zu den SpaceX-News kommen, noch was in eigener Sache. Ich habe ja gar keine SpaceX-News. Wie heißt er? Jeff Bezos. Die starten so wenig, deshalb kann ich den Namen nicht. Ich lasse das Wort einfach weg, es geht mir auf den Keks. Katastrophe. Des neuen Deluge-Wassersystems. Findus. Still, man hört dich. Schütteln. Hi, das ist der Patrick gewesen. Wenn man das da irgendwie eingesetzt kriegt. Ich verlange dir wieder das ab. Das lassen wir so mal.